Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir einen kleinen Mikrofonvergleich an der Nikon ZR. Und zwar möchte ich 4 bzw. 5 Mikrofone miteinander vergleichen. Ich habe das Nikon MED10 Mikrofon, das kennt ihr ja schon aus dem anderen Video, was einfach nur oben auf die ZR eingesteckt wird. Dazu habe ich noch das Rode VideoMic Pro Plus, also das ziemlich beste Videomikrofon, was ihr auf eine Kamera oben aufstecken könnt. Ich habe dann noch das Rode VideoMic Go 2. Das ist, ja, ich sag mal, preis-leistungstechnisch sehr interessant. Es ist relativ kompakt, wird auch oben eingesteckt. Und dann habe ich noch das Rode Video Mikro für euch, welches ich auch noch an die Kamera anschließen werde. Ich wollte einfach mal die Mikrofone vergleichen und natürlich auch das Interne von der Kamera, damit ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Ich stehe hier, ja, so ungefähr 1 Meter weg von der Kamera. Wir sind bei 20 mm. Ich möchte euch einfach so ein bisschen einen Vergleich darstellen, was ihr jetzt hier so habt. Ich schaue mal kurz, das Nikon-Mikrofon steht auf Front und Pure, also im Front-Pure-Modus. Ihr dürftet mich hier also relativ gut verstehen. Ich möchte euch einfach so einen kleinen Audio-Vergleich zeigen, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Mikrofonen ist. Das Nikon-Mikrofon ist ja mit 300 € wirklich nicht das günstigste. Da bekommt ihr schon das Rode VideoMic Pro Plus, also eins der besten, was ihr eigentlich dafür so bekommen könnt. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Nikon-Mikrofon und wollte euch jetzt mal kurz so ein bisschen zeigen, was passiert, wenn das Ganze auf Front steht. Ich laufe hier einmal rum und werde so ein bisschen reden und ihr werdet hören, ihr werdet mich da wahrscheinlich jetzt schlechter verstehen, weil ich einfach hinter der Kamera bin. Jetzt komme ich wieder an die Seite, wieder nach vorne. Das heißt, das Mikrofon sollte nur nach vorne aufnehmen. Ich habe bei meinem ersten Test jetzt schon gemerkt, dass es trotzdem so ein bisschen die Umgebung noch mit aufnimmt, und wir haben da eine Straße. Ihr dürftet also wahrscheinlich das eine oder andere Auto mal hören. Das ist jetzt erstmal der Vergleich im Front Pure Modus. Ich werde auch nur den Pure Modus ausprobieren, der Fokus Modus. Da habe ich so ein bisschen die Erfahrung, dass der nicht ganz so toll rüberkommt. Also wird das Ganze nur im Pure feststehen. Ich habe das hier natürlich eingepegelt. Ich stelle das Ganze jetzt mal um auf den All-Modus. Jetzt solltet ihr den Ton ringsum hören. Also ich werde jetzt gerade wieder mal um die Kamera rumlaufen. Wir sind jetzt hier wieder ganz hinten und auf der rechten Seite. Ihr dürftet von der Mavic aus gefilmt auch sehen, wie ich hier rumlaufe und natürlich auch, wie sich das Ganze anhört. Ihr solltet mich jetzt eigentlich deutlich besser verstanden haben. Jetzt stelle ich das Ganze noch auf den Rear-Modus. Im Rear-Modus wird das Mikrofon dann alles von hinten aufnehmen. Das heißt, ihr dürftet mich jetzt relativ schlecht verstehen. Das werden wir dann nachher sehen, ob es auch wirklich so ist. Ich laufe jetzt gerade wieder einmal um die Kamera rum und ihr dürftet normalerweise merken, dass der Ton jetzt besser sein sollte, wenn ich hinter dem Mikrofon stehe. Das heißt, ich laufe jetzt wieder nach vorne und ihr müsstet mich insgesamt jetzt ein bisschen schlechter wieder verstehen. Das war jetzt mal das Nikon-Mikrofon. Als nächstes werde ich jetzt mal das Rode VideoMic Pro Plus aufstecken anschließen, und dann schauen wir mal, was sich da so tonmäßig tut. So, jetzt hier also mit dem Rode VideoMic Pro Plus. Das Mikrofon an sich hat im Vergleich zum Nikon gar nicht mal so viele Vorteile, denn es hat eine interne Batterie, das heißt, ihr müsst es laden. Das wird nicht nur über den Klinkestecker gepowert, und es hat keine Umschaltung zwischen Front, Rear und so weiter. Aber das Mikrofon hat den Vorteil, es hat eine richtig gute Audioqualität. Ihr habt dann noch so Features wie Safety Channel, das heißt, ein Kanal wird lauter aufgenommen als der andere. Das ist jetzt natürlich bei der 32-Bit-Aufnahme mit der Nikon ZR nicht ganz so wichtig, aber ich gehe fast davon aus, das Mikrofon wird sich jetzt noch einen Tick besser anhören als das Nikon. Wäre zumindest mal so das, was ich erwarten würde, denn das Rode ist eben wirklich sehr, sehr gut. Ich mache hier denselben Test jetzt nochmal. Ich laufe einmal um die Kamera rum. Ich bin jetzt links von der Kamera. Ich rede immer so ein bisschen Richtung Mikrofon, aber werde da natürlich trotzdem jetzt hinter der Kamera auch weiterreden. Ihr dürftet mich schlechter verstehen. Ich komme an der Seite wieder vorbei und stehe jetzt wieder vor der Kamera. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was sich da von der Audioqualität so tun wird, denn es ist Rode VideoMic Pro Plus. Das habe ich jetzt schon, ich glaube, 6 Jahre oder so im Einsatz, und es macht wirklich einen sehr, sehr guten Dienst. Ich habe auf allen Mikrofonen hier auch ein Dead Cat oben drauf, das heißt, ihr dürftet hier keine Probleme mit Wind bekommen. Aber es ist eben so, das Rode ist so ziemlich das Beste wahrscheinlich, was ihr audioqualitätsmäßig als Aufsteckmikrofon bekommen könntet. Und deswegen sind meine Erwartungen da auch so hoch. Wir haben jetzt hier gerade so einen Flieger, der da vorbeifliegt. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob man das nachher so auch wirklich alles raushört. Immer noch die Straße mit den Autos. Das war das Rode VideoMic Pro Plus.
Sorry, dass ich immer den ganzen Namen sage, aber die anderen sind eben auch alle von Rode. Wie gesagt, das Mikrofon an sich hat auch noch ein paar Vorteile, aber eben nicht diese Umschaltung Front, Rear und so weiter. Das bieten die anderen Mikrofone alle nicht. Da geht es wirklich nur darum, wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn ich vor der Kamera bin. Ich will euch aber natürlich das Beispiel bringen, wenn ich drum rumlaufe. Wie gesagt, das war jetzt mal das VideoMic Pro Plus. Jetzt gehen wir mal zum VideoMic Go 2. Da bin ich auch schon wieder jetzt mit dem VideoMic Go 2. Da muss ich sagen, das Mikrofon, das bekommt ihr so für ungefähr 90 Euro. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich so ein Preis-Leistungs-Sieger, würde ich mal sagen. Weil es eben so ist, ihr solltet eine relativ gute Audioqualität bekommen. Werden wir jetzt aber natürlich gleich sehen. Ich habe das hier auch gleich eingepegelt. Das passt eigentlich soweit alles. Ich bin gespannt, was die Umgebungsgeräusche so machen und natürlich auch, wie es sich jetzt anhört, wenn ich einmal um die Kamera rumlaufe. Ich werde jetzt also wieder einmal rumlaufen. Ich bin jetzt wieder links von der Kamera, bin jetzt wirklich hinter der Kamera und komme jetzt wieder rechts vorbei. Und normalerweise sollte es so sein, ihr dürftet mich von hier eben am besten verstehen. Beim VideoMic Go 2 ist es einfach so, das ist ein bisschen kleiner, hat eben den Vorteil, dass es nicht ganz so viel Platz wie das große in der Tasche braucht. Das ist wirklich schon riesengroß. Ihr habt auch den Vorteil, wenn ihr einen sehr großen Weitwinkel benutzen wollt, also vielleicht 14 mm oder so, dann kann es bei dem VideoMic Pro Plus sein, dass ihr da vielleicht das Dead Cat oben schon im Bild seht. Das ist hier auf gar keinen Fall der Fall, weil das Mikrofon insgesamt wirklich sehr viel kleiner ist. Das war jetzt auch schon das VideoMic Go 2. Jetzt kommen wir noch zum VideoMicro. So, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, wir haben das VideoMicro drauf. Meine Erwartungen daran sind natürlich am niedrigsten. Das liegt daran, das Mikrofon an sich kostet gerade, ich glaube, 40 Euro oder so. Ich verlinke euch das natürlich alles mal unten in der Beschreibung. Und da gehe ich davon aus, dass man von der Tonqualität vielleicht ein bisschen was merkt, dass es eben nicht ganz so auf dem Level ist wie die anderen Mikrofone. Aber ich lasse mich dann natürlich auch gern überraschen. Bei dem Mikrofon ist noch so ein bisschen der Nachteil, das wird nur an einer Stelle gehalten. Das heißt, wenn man hier so ein bisschen guckt, ihr hört das vielleicht auch, das schwingt hin und her. Wir machen gleich noch einen laufenden Test, wo ich jedes Mikrofon im Laufen auch nochmal teste. Da wird man da vielleicht was hören, dass irgendwie das Kabel oder so vielleicht schwingt, je nachdem. Ich werde wieder um die Kamera rumlaufen, bin jetzt links von der Kamera und jetzt schon fast hinter der Kamera. Normalerweise dürftet ihr mich jetzt wirklich schlechter verstehen. Jetzt wieder rechts von der Kamera und jetzt komme ich wieder ins Bild und da sollte der Ton wieder am besten sein. Ich bin hier immer noch einen Meter davon entfernt, also ich versuche da wirklich einen fairen Vergleich zu machen zwischen allen Mikrofonen, dass das hier sehr ausgeglichen ist. Und ja, als nächstes will ich jetzt noch wirklich das interne Mikrofon von der Nikon ZR ausprobieren, weil das soll eigentlich auch nicht so schlecht sein und da bin ich wirklich mal gespannt, was da jetzt für ein Ton rauskommt. Test 1, 2. Jetzt sind wir im internen Mikrofon von der Nikon ZR. Da ist jetzt kein Dead Cat drauf. Das kann also sein, dass ihr hier vielleicht ein bisschen was irgendwie vom Wind hört oder so. Es ist eigentlich relativ windstill, aber man weiß es natürlich nicht. Vielleicht kommt da mal eine Brise vorbei oder so. Jetzt auf jeden Fall eben hier der Vergleich und ich werde jetzt auch mal um die Kamera rumlaufen, dass ihr das eben wieder hört. Ich bin jetzt vor der Kamera, laufe jetzt links an der Kamera vorbei, bin jetzt hinter der Kamera, rechts von der Kamera und jetzt komme ich wieder ins Bild. Und da bin ich auch wirklich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze anhört, weil ich habe zumindest ein bisschen gelesen und auch ein paar Videos gesehen, dass sich das gar nicht mal so schlecht anhören soll und dass viele das auch überhaupt als einziges Mikrofon beim Vloggen nutzen, was mich natürlich ein bisschen überrascht, weil jeder legt natürlich immer sehr viel Wert auf Audio- und Videoqualität. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier performt und jetzt will ich natürlich noch einen Test machen, indem ich mit der Kamera rumlaufe. Und ich nehme die jetzt hier einfach mal runter und dann könnt ihr direkt jetzt mal sehen, ich habe da ja die Drohne, die sollte mich eigentlich da noch ein bisschen filmen und das seht ihr jetzt einfach mal. Ich laufe hier ein bisschen rum und ich bin sehr gespannt. Normalerweise dürfte man jetzt hier natürlich nichts auf dem Mikrofon hören. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen leise sein, dass ihr hier natürlich meine Drittgeräusche vielleicht so mitbekommt und dann schauen wir mal, wie sich das mit den verschiedenen Mikrofonen so anhört. Das war jetzt also mal das interne Mikrofon. Ich mache die Kamera hier kurz fest und dann gehen wir doch direkt wieder weiter zum nächsten und zwar dem Rode VideoMicro. So, jetzt also mit dem Rode VideoMicro unterwegs und ich bin mal gespannt,
ob man da jetzt was hört während dem Laufen. Das schwingt hier auf jeden Fall schon mal ganz schön rum. Es ist aber natürlich auch schwingend gelagert, das heißt, es dürfte da jetzt nicht alles übertragen, aber wir sind natürlich mal gespannt. Weiter geht's mit dem VideoMic Go 2. Sorry, kurze Unterbrechung. Ich musste den Akku von der Drohne neu einsetzen, weil der jetzt leer war. Aber wir nehmen auch das VideoMic Go 2 hier direkt mal runter und laufen damit mal rum und schauen mal, wie sich das so anhört. Ist auf jeden Fall besser gelagert. Da erwarte ich jetzt wenig Geräusche bis gar kein Geräusch. Und sorry. Und jetzt schauen wir uns noch das VideoMic Pro Plus an, wie sich das im Laufen so verhält. So, jetzt mit dem VideoMic Pro Plus, da bin ich mal gespannt. Da erwarte ich eigentlich am meisten davon, dass man eben nichts hört. Das ist aber natürlich auch schon ein riesen Oschi. Also ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Ich will da nachher auch noch ein bisschen Details aufnehmen. Das Mikrofon an sich, das ist halt natürlich schon wirklich sehr groß. Und zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch das Nikon-Mikrofon, wie sich das während dem Laufen verhält. So, und das Nikon-Mikrofon ist natürlich jetzt mit Abstand das kleinste. Es kommt ohne Kabel aus, ohne Akku oder sonst was. Aufstecken und einfach nutzen. Und das ist natürlich auch das teuerste hier jetzt im Vergleich. Wir hören mal rein. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie sich das so alles im Vergleich schlägt. Wie gesagt, ich erwarte eigentlich, dass das Rode VideoMic Pro Plus am besten abschneidet, also von der Tonqualität einfach. Das Nikon hat natürlich die meisten Einstellmöglichkeiten, gerade wenn man drum rumläuft, wenn man mal von hinten aufnehmen will oder so, ist das natürlich groß von Vorteil, aber es kostet natürlich mit 299 € auch wirklich sehr viel Geld. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese einfach in die Kommentare stellen, dann versuche ich das zu beantworten. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.